Die Deutschen haben heute den Gumball gestürmt. Wir sind ganz vorne. Alles deutsche Kennzeichen. Ich habe uns alle aufgereiht in Reihe und Glied, wie es sich für Deutsche gehört. Also ich kann jetzt kaum noch was hören. Wir sind mit einer Kolonne von Hyper und Supercars in einem Extrem. Und alle haben gerade runtergeschaltet. Es ist extrem laut, Leute. Ihr wisst mittlerweile, ich bin etwas eigen, was meine Kleidung angeht. Ich sage immer, be different. So auch heute. Morgen. So Leute, es geht weiter. Gumball, Tag 4. Wir haben es geschafft. Die härteste Etappe haben wir gestern hinter uns gebracht. Wir sind 15 Stunden bei widrigsten Bedingungen und den unmöglichsten Vorfällen gefahren. Habt ihr es noch im Kopf? Wir haben eine Leiter gecrashed mitten auf der Autobahn. Mitten auf der Autobahn lag eine Leiter. Da lag einfach eine fette Leiter mitten auf der Autobahn. Eine Leiter. Leiter! Wer schmeißt eine Leiter auf die Autobahn? Leute, das sind Geschichten, die schreibt einfach nur die Rallye. Heute geht's weiter. Wir sind in Verbier in der Schweiz. Wir fahren jetzt an den Como-See. Das ist der erste Abschnitt. Das sind ungefähr 350 Kilometer. Dort gibt es einen Lunchbreak, ein Event und dann geht es weiter nach Venedig. Ganz speziell, Leute, ihr kennt ja mittlerweile unsere Crew, ne? Unser Bugatti Chiron Sport, 2 Lamborghini Urus und Aventador SVJ Huracan STO. Heute sind 2 Freunde dazu gestoßen. Für eine Etappe stößt der Lamborghini Sian dazu. Das Auto liegt irgendwo bei 3,5 bis 4 Millionen Euro. Krasses Auto, oder? Und, als ob das nicht reichen würde, hier der Bugatti Chiron Pure Sport. Wir reden hier von einem Preisunterschied von pack nochmal mindestens 1,5 Millionen auf meinen Bugatti, dann hast du einen Chiron Pure Sport. Wir gewöhnen uns auch mittlerweile an den Schlafmangel. Schlafen wird komplett überbewertet. Wer braucht schon Schlaf, wenn er Gumballen kann? Ab geht's, Leute. Wir sind die Einzigen, die so verrückt sind, 5000 Kilometer mit dem Bugatti zu fahren. Ihr seht, auf Teilstrecken kommen immer mal wieder Koenigseggs und Paganis und was weiß ich was dazu. Aber die fahren immer nur wenige 100 Kilometer, weil die ja alle Angst haben vor dem Wertverschleiß oder das, was mit den Autos passieren könnte. Nicht mit uns. Wenn wir es machen, dann machen wir es richtig. Also der Kilometerstand zeigt mittlerweile an 7.802 Kilometer auf unserem Bugatti. Der Kevok hat hier gesessen. Der Kevok ist ja locker 3 cm größer als ich. Daher muss ich den Sitz wieder einstellen. Ihr kennt das, Leute, ihr kennt das. Wenn euer Sitz verstellt wird, ne, rastet ihr dann auch immer komplett aus, wenn eure Sitzposition nicht mehr passt? Schreibt es mir mal unten in die Kommentare, was eure Lieblingssitzposition angeht. Wie sitzt ihr am liebsten im Bugatti? Es geht los, wir linen ab, das heißt, wir stellen uns in Aufstellung und unser Bugatti Chiron sieht von innen aus mittlerweile wie ein T5 Campingbus. Ja, das ist geil. Also ich kann jetzt kaum noch was hören. Wir sind mit einer Kolonne von Hyper und Supercars in einem Extrem. Und alle haben gerade runtergeschaltet. Es ist extrem laut, Leute. Aber ich lasse es mir auch nicht nehmen, das Fenster unten zu lassen. Auf der Autobahn haben wir die Autobahn einmal komplett für Aufnahmen für uns komplett abgesperrt mit den Autos und haben das Bild meines Lebens, glaube ich, heute gemacht. Ich kann mich an kein geileres Bild erinnern. DDE fand das Ganze so geil, dass er sich einfach mal mit reingeschlichen hat. Jetzt kommen wir gleich am Como-See an.
Von den bislang über 2500 Kilometern, die wir gefahren sind, waren das die geilsten 300. Die sind für mich verflogen, trotz einer Müdigkeit. Als ich heute Morgen aufgestanden bin, war ich der Meinung, ich werde es nicht hinbekommen, nur einen Schritt zu machen. Und siehe da, wo sind wir? Wir sind angekommen in Como. Die deutsche Crew, die Deutschen haben heute den Gumball gestürmt. Wir sind ganz vorne. Alles deutsche Kennzeichen. Germans are taking over Gumball. They are. All German number plates. Looks see? good. I like it. Family Gumball. That's what it is. It's family. Ja, jetzt wird's wuselig und auch etwas hektisch. Ne? Wir sind umzingelt von Fotografen und Fans in einem engen italienischen Parkhaus. Ja, italienische Parkhäuser, da siehst du die Autos der Gumballer aufgereiht. Das war geil, Leute. Na, Felix, du langst an die Reifen? Heiß? Zwar. Ja? Magst du mal an die Bremsscheibe langen und mir sagen, ob die heiß ist? Nein, tu's nicht! Da wäre kein Finger mehr dran. Und wir haben ein Auto gespottet. Schmi fährt ja jeden Tag der Tour mit einem anderen Auto. Wir hatten ihn schon im Senvo gesehen, dann habe ich ihn im SLS gesehen. Was hat er noch gehabt? Weißt du das, Felix? Also wir haben schon den Senvo gesehen, wir haben den SLS gesehen, mit dem er Donuts gemacht hat. Den Link habt ihr zu dem Video, wo Schmi in meinem Video Donuts macht. Und jetzt haben wir das nächste Schmi-Auto gespottet. Der 675 LT Spider. Geiles Performance-Auto, technisch extrem anfällig. Wenn ihr mich fragt, Finger weg. Ja, traumhaft, oder? Wir sind im Mandarin Oriental. Wir haben jetzt quasi eine halbe Stunde Zeit, schnell was zu essen. Die Jungs sind alle am Futtern, Vollgas. Wir haben einfach mal pauschal 20 doppelte Espresso bestellt. Die kommen gleich, die hauen wir rein und dann fahren wir los. Ich will auf jeden Fall einen. Ist der Double Espresso? Ein Flaschenhalter. Ich bin der Flaschenhalter. Ich habe Andreas bei mir im Auto. Andreas ist Unternehmer, er ist ein mega cooler Typ, aber er ist auch professioneller Rennfahrer gewesen oder bist du noch? Ja, in Ruhestand. In Ruhestand. Und an diesem Moment überreiche ich jetzt Andreas den Schlüssel vom Bugatti und er übernimmt. Ich bin Autohändler, Leute, ich sage euch was. Ich kann die Autos demonstrieren und ich kann damit ganz toll geradeaus fahren. Aber ballern kann ich das bestimmt nicht so, wie das der Andreas gleich machen wird. Andreas zeigt mir jetzt, wie er den Bugatti findet, wie er ihn fährt und was final seine Meinung zu dem Auto ist. Andreas, eine Frage, bevor es losgeht. Bist du schon mal den Chiron gefahren? Nein, noch nicht. Noch nicht? Nein. Aber du bist schon Sian gefahren? Ich bin schon eigentlich alles außer Bugatti gefahren. Was ist das am höchsten motorisierte Auto bislang gewesen? Fuck, da geht's schon los. Im Rennsport oder auf der Straße? Auf der Straße? Auf der Straße. Vor 2 Wochen den Rimac Elektro mit 1900 PS. 1900? Ja. Das ist heftig. Das war sehr krank. Ich bin jetzt auch gespannt, wie du das Auto im Vergleich zum Rimac finden wirst. Fuck. Geil. Der schiebt brutal. Ja, vollgetankt sind wir auch. Da überholen wir gerade den Pure Sport. Im Pure Sport, die haben 100 PS mehr als wir, aber auch keine Rennfahrprofis wie Andreas. Mal gucken, ob Andreas denen die 100 PS abnehmen wird. Schauen wir mal. Wir haben noch 4,6 Kilometer zur Ausfahrt. Dein Fazit zum Bugatti? Geiles Teil, absolut geiles Teil. Brachial, schwer, aber geradeaus meiner Meinung nach unschlagbar. Hi there, good evening. Very good. Also Felix, wenn du dich fragst, was da drin ist, da sind die Überreste meines Smokings drin. Ich weiß nicht, wie mein Smoking aussehen wird und hoffentlich wird es im Hotel auch ein Bügeleisen geben und ich werde versuchen, es irgendwie glatt zu bügeln. Wir haben es eilig, wir lassen niemanden unser Gepäck hochtragen. Wir sind mal wieder zu spät angekommen und müssen uns jetzt mega beeilen. Maskenball heute Abend angesagt. Natürlich habe ich mir auch was ganz Spezielles für den Maskenball überlegt. Was machst du da, Fans? Ich bügel. Ich bügel mein Smoking und achte darauf penibel auf meine Bügelfalte.
Macht euch nie von irgendwem oder irgendwas abhängig im Leben. Schaut immer, dass ihr alles selbst könnt. Und wenn du gut sein willst, bist du in allem gut. Dann kannst du auch bügeln. Es ist Maskenball. Wir sollten Masken mitbringen, also habe ich meine Maske dabei. Wie sehe ich aus? Originell. Würdest du jetzt denken, dass ich das bin? Nee. Nein, oder? Aber ja. Also. So Leute, es ist venezianischer Maskenball hier in Venedig. Wir sollten alle eine venezianische Maske mitbringen. Ihr wisst mittlerweile, ich bin etwas eigen, was meine Kleidung angeht. Ich sage immer, be different. So auch heute. How are you? How are you? No idea. No idea? No. Guess who's under it? No idea. Okay. How are you? What's happening? It's cool, but I was like, ooh. Too much, right? No, it's cool though. Cool? Look, guys, Eve is saying it's cool. Ich habe gerade den bekannten R&B-Star Eve zu Tode erschreckt. Schon mal ein Punkt für mich.